Willkommen zurück zum Workshop 2023, dein Weg zur B2-Grammatik und zu C1 in Deutsch. Dies ist das zweite Video meiner Unterrichtsreihe für dich. Wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, solltest du es dir unbedingt zuerst anschauen, denn darin erkläre ich den Ablauf sowie die beiden Methoden, mit denen du effektiver Deutsch lernst, die Induktiv-Deduktiv-Methode und die Input-Output-Methode. Damit lernst du zunächst den Satzbau im Hauptsatz und alles rund um das Thema Online-Lernen. Wenn du den Satzbau gut kannst, dann kannst du den Rest unserer Grammatik viel einfacher und logischer lernen, denn er ist die Basis unserer Grammatik. Im heutigen Video lernst du mit diesen beiden Methoden zwei weitere Themen, den Satzbau im Nebensatz sowie das Thema Deutschland in 10 Minuten erklärt. Die Input-Output-Lektion über Deutschland ist relativ anspruchsvoll, da es sich um eine C1-Übung handelt. Sie ist aber eine gute Herausforderung für dich. Du kannst das schaffen, probier es einfach aus. Die Induktiv-Deduktiv-Übung zum Satzbau im Nebensatz ist einfacher und schon ab Niveau A2 B1 geeignet. Natürlich kannst du dir diese Beispiellektionen auch herunterladen. Der Link befindet sich in der Beschreibung unter dem Video. Wenn du das schon gemacht hast, bekommst du alle Materialien zu diesem Workshop als Begleitheft automatisch per Mail zugeschickt. Lass uns loslegen mit der Induktiv-Deduktiv-Lektion aus meinem B-Grammatik-Kurs, dem Satzbau im Nebensatz. Es gibt eine so logische und so einfache Art, Sätze zu bilden, dass du nach dieser Lektion sagen wirst, so einfach ist das? Ja, und du wirst auch wissen, warum das Verb im Nebensatz immer am Ende stehen muss. Bist du bereit für die Erleuchtung? Wie du im letzten Video gesehen hast, gibt es eine Tabelle für den Satzbau, das topologische Feldermodell. Und dort passen nicht nur Hauptsätze rein, sondern auch Nebensätze. Achtung, Nebensätze können nicht allein stehen. Sie brauchen einen Hauptsatz, auf den sie sich beziehen. Als Beispiel nehmen wir einen Hauptsatz und verbinden diesen mit unterschiedlichen Nebensätzen. Ich will unbedingt Deutsch lernen, weil es meine Berufschancen verbessert, obwohl die Sprache nicht immer einfach ist. Damit ich mein Studium an einer Hochschule beginnen kann. Wie immer die Frage bei dieser Methode, was fällt dir auf? Schau vor allem auf die Spalten links und rechts. Im Nebensatz steht links kein Verb, so wie im Hauptsatz. Dort steht jetzt nämlich die Konjunktion. Das ist das Wort, das einen Hauptsatz mit einem Nebensatz verbindet. Man nennt diese kleinen Wörter auch subordinierende Konjunktionen bzw. Subjunktionen. Sie sind nur für Nebensätze bestimmt. Hier noch ein paar weitere Beispiele. Ich glaube, dass ich mit Julias Erklärungen die Grammatik endlich verstehen werde. Weißt du, ob Deutsch in Ländern außerhalb Europas gesprochen wird? Heute kaufe ich mir endlich den Laptop, den ich mir schon seit Monaten wünsche. Oder auf den ich schon seit Monaten spare. Nochmal die Frage, was fällt dir auf am Satzbau im Nebensatz? Kannst du nun erklären, warum das Verb bzw. alle Verbteile im Nebensatz am Ende stehen? Das liegt daran, dass die Konjunktion immer in der Spalte links steht und deshalb dort kein Platz mehr für ein Verb ist. Das gilt natürlich auch für Relativsätze, so wie in Beispiel 6, denn das sind auch Nebensätze, aber sie beginnen nicht mit einer Konjunktion, sondern mit einem Relativpronomen.
Die sehen aus wie Artikel, sind es aber nicht. Die Spalte vorne bleibt im Nebensatz normalerweise leer, aber auch dort kann manchmal eine Information stehen, so wie in Satz 7. Das ist ein Relativsatz mit der Präposition auf. In der Tabelle siehst du vorne den Hauptsatz und hinten den Nebensatz. Es geht aber auch andersrum, denn viele Sätze beginnen mit dem Nebensatz und erst dann folgt der Hauptsatz. Weil ich fleißig gelernt habe, habe ich die Grammatik nun endlich verstanden. Ich habe die Grammatik nun endlich verstanden, weil ich fleißig gelernt habe. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du definitiv ein hohes Niveau auf Deutsch erreichen. Du wirst definitiv ein hohes Niveau auf Deutsch erreichen, wenn du dir Mühe gibst. Ja, so funktioniert der Satzbau im Nebensatz. Du kannst natürlich auch nur 2 Hauptsätze miteinander verbinden, dann aber mit den Konjunktionen aber, denn, und, sondern und oder, kurz aduso. Dafür gibt es eine eigene Spalte, die wir aduso nennen. Und Achtung, dann stehen die Verben wie immer links und rechts, denn es sind Hauptsätze. Möchtest du heute ins Restaurant gehen oder soll ich uns etwas kochen? Ist das Thema schon etwas klarer geworden? Hast du ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie der Satzbau funktioniert? Meine Studenten im Grammatikkurs sind sich auf jeden Fall einig. Wichtig, schau dir die Struktur in deiner Muttersprache an und vergleiche mit der deutschen Struktur. Und mit den Übungen, die ich für dich erstellt habe, kannst du dein Wissen testen. Du hast sie noch nicht bekommen? Dann hol sie dir kostenlos über den Link in der Beschreibung unter dem Video. Nun gehen wir einen Schritt weiter und bewegen uns in Richtung C-Niveau und dorthin kommst du am besten mit der Input-Output-Methode, die wissenschaftlich fundiert ist und hervorragend funktioniert, um deine Deutschkenntnisse zu perfektionieren. Natürlich nur, wenn du deinen Teil dazu beiträgst und richtig Gas gibst. Nun möchte ich dir eine Lektion aus meinem C1-Kurs vorstellen. Es geht jetzt nicht um ein Grammatikthema, sondern um ein Thema aus dem Alltag, mit dem du deine Lese-, Hör- und Schreibkompetenzen verbessern wirst. Das Thema ist Deutschland in 10 Minuten erklärt und wir beginnen mit einer meiner Nachrichtensendungen, die ich für dich erstellt habe. Du bekommst danach ein Quiz sowie wichtige Vokabeln und Redemittel zur Verfügung gestellt. Und eine Schreibaufgabe wird dir dabei helfen, deine Schreibkompetenzen zu verbessern. Du findest alles im Begleitheft zu diesem Workshop. Bist du bereit für die Lektion? Dann geht's los! Hier ist das Thema der Woche mit ihrer Moderatorin Julia. Guten Tag! Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratisches Land im Herzen Europas. Sie wurde im Jahr 1949 gegründet, nachdem Deutschland mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den westlichen Alliierten in 4 Teile geteilt wurde. Dies ermöglichte dem vom Krieg schwer zerrütteten Land eine Neuordnung sowie die Wiederbelebung der Wirtschaft. Mittlerweile gehört Deutschland neben China, den USA und den Niederlanden zu den Exportweltmeistern. Darunter versteht man, dass ein Land besonders viele Waren in andere Länder exportiert. Dies wird als Außenhandel bezeichnet, zu dem auch der Import gehört, also Handel vom Ausland ins Inland. Die deutsche Marktwirtschaft ist eine soziale Marktwirtschaft, die vom Wettbewerb lebt. Die Grundidee ist eine freie Marktwirtschaft mit sozialen Aspekten. Was genau bedeutet das? Das Angebot und die Nachfrage von Produkten und Dienstleistungen sorgen dafür, dass Preise frei bestimmt werden können,
genauso wie die Menge und die Art der Produkte. Außerdem haben die Bürger freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl. Wie wird dieses System am Leben gehalten? Die soziale Marktwirtschaft wird vom Staat unterstützt. Er bietet ein funktionierendes Rechtssystem und sorgt für die Sicherheit der Bürger sowie des Landes durch eine ausgebaute Infrastruktur. Dazu gehören die Grundversorgung, insbesondere Energie und Wasser, Polizei, Schulen, Verkehr und Transport sowie funktionierende Zahlungsmittel. Der Staat greift aktiv in die Wirtschaft ein und bietet den Menschen eine soziale Absicherung. Er fördert und schützt den Wettbewerb durch Gesetze sowie Kontrollen. Er verhindert zum Beispiel Monopole, es darf also nicht nur einen Anbieter für Produkte geben. Das wäre so, als gäbe es in Deutschland nur Mercedes und keine anderen Automarken. Dann hätte Mercedes eine Monopolstellung. Es ist also im Interesse des Staates, die Wirtschaft zu schützen und Einkommen sowie Vermögen gerecht zu verteilen. Dafür gibt es eine Sozialpolitik. Diese verbessert die Situation schwächerer Bürger. Sie erhalten Arbeitslosengeld, Kranken- oder Pflegegeld sowie andere Leistungen, darunter auch Kinder- und Wohngeld. Was will der Staat damit erreichen? Die Freiheit sowie die Selbstbestimmung jedes Einzelnen sind Rechte, die in unserem Grundgesetz stehen. So lautet Artikel 1 der Grundrechte: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Somit ist nicht nur die soziale Absicherung der Bürger ein Ziel, sondern auch ihr Wohlstand, genügend Arbeitsplätze sowie stetiges Wirtschaftswachstum. Der Staat schützt Arbeitsplätze durch sogenannte Subventionen. Das heißt, er bietet finanzielle Unterstützung in vielen Bereichen. Ein Beispiel ist die Deutsche Bahn. Sie ist kein privates Unternehmen, sondern ein Konzern, der dem Staat gehört und von diesem am Leben gehalten wird, ob die Bahn nun finanzielle Gewinne oder Verluste macht. Weitere öffentliche Unternehmen sind Schulen, Universitäten, Theater, Verkehrsbetriebe und Krankenhäuser. Sie dienen der Sicherheit und der Versorgung der Bürger. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft wurde von vielen anderen Ländern übernommen, vor allem in der Europäischen Union. Und obwohl es ein solides System ist, weist es viele Schwächen auf. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und viele haben trotz einer Arbeitsstelle nicht genug Geld zum Leben. Ein sozialer und damit auch wirtschaftlicher Aufstieg ist für ärmere Menschen nicht so einfach wie für diejenigen, die noch nie mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatten oder über eine gute Ausbildung verfügen. In diesem Zusammenhang spielt das politische System Deutschlands eine wichtige Rolle, denn Deutschland ist ein demokratisches Land. In der Demokratie bestimmt das Volk durch freie Wahlen, wer die Macht im Staat ausübt. Wer durch gewonnene Wahlen die Regierung im Land übernimmt, muss im Interesse des Volkes handeln und seine Bürger so gut es geht schützen und unterstützen. Das politische System der Bundesrepublik soll im Folgenden kurz erläutert werden. Jede Stadt hat ein Regionalparlament, welches die unterste Ebene ist, die ein Volk wählen kann. Sie kümmern sich um die Angelegenheiten der Bürger in der Region. Auf der nächsthöheren Stufe sind Landesparlamente bzw. Landtage. Sie agieren auf Ebene der deutschen Bundesländer, von denen es in Deutschland insgesamt 16 gibt. Sie kümmern sich um die Dinge, die nur in demjenigen Bundesland wichtig sind, zum Beispiel um deren Schulen, Studiengebühren und Polizeiaufgaben. Die verschiedenen politischen Parteien können zusammen eine Regierung für ein Bundesland bilden. Sie bestimmen auch die Minister und den Ministerpräsidenten, den Chef eines Bundeslandes. Das mächtigste Organ der Bundesrepublik ist der Bundestag, denn dort wird die Regierung gebildet. Diese besteht aus mehreren Ministern, zum Beispiel für Gesundheit, Familie, Bildung, Justiz und mehr. Außerdem besteht die Regierung aus einem Bundeskanzler bzw. einer Bundeskanzlerin sowie einem Bundespräsidenten. Der Präsident hat eher repräsentative Aufgaben, er repräsentiert Deutschland in der Welt,
aber genauso empfängt er Staatsgäste aus anderen Ländern. Dennoch hat er viele weitere wichtige Funktionen sowie Rechte. Der derzeitige Bundespräsident Deutschlands ist Frank-Walter Steinmeier von der politischen Partei SPD. Ein Bundeskanzler hingegen regiert, das heißt, er leitet die Geschäfte der Regierung, regelt Gesetze und trägt die Verantwortung für den Bundestag. Olaf Scholz von der SPD ist der aktuelle Bundeskanzler in Deutschland. Er löste Angela Merkel ab, die insgesamt 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war und der CDU angehörte. Deutschland wird im Jahr 2022 von einem Regierungsbündnis aus den Parteien SPD, den Grünen und der FDP geführt. Aufgrund der Farben der Parteien wird diese Konstellation Ampel genannt. Der Vizekanzler heißt Robert Habeck, er gehört den Grünen an. Damit eine Person oder Partei nicht zu viel Macht bekommt, gibt es eine sogenannte Gewaltenteilung. Sie besteht aus Legislative, Exekutive und Judikative. Die Legislative macht die Gesetze im Landtag, Bundestag und Bundesrat. Die Exekutive führt sie aus in der Bundesregierung, den Behörden, der Polizei etc. Und die Judikative ist die rechtsprechende Gewalt, vor allem die Gerichte, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Um einen tieferen Einblick in diese komplexen Themen zu bekommen, finden Sie im Anschluss eine Vielzahl an weiterführenden Quellen. Das war das Thema der Woche mit Ihrer Moderatorin Julia. Guten Tag! Na, wie gefällt dir dieses Format? Hast du etwas Neues lernen können? War es vielleicht noch zu schwer? Wenn ja, keine Sorge, du kannst dir das Video noch einmal ansehen, das Transkript mit den Worterklärungen dazu lesen und natürlich das Quiz machen, um dein Textverständnis zu überprüfen. Schreibe dann deinen eigenen Text als Kommentar unter dieses Video und ich werde versuchen, so viel wie möglich zu korrigieren. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir dieser Workshop bisher gefallen hat und du durch die Methoden der Linkster Academy neue Kenntnisse erwerben konntest. Wenn du momentan an deinem Deutsch arbeitest und dein Lernziel erreichen willst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. In meinem 10-wöchigen, kompletten B1-B2 Grammatikkurs lernst du alle Themen, die du brauchst, um dich korrekt und stilistisch gut auszudrücken und endlich die Strukturen und komplizierten Begriffe in unserer Sprache zu verstehen. Natürlich wiederholen wir auch die A-Grammatik, damit du eine solide Basis hast, denn so legst du den optimalen Grundstein für das C1-Niveau. Wenn du dich dafür schon bereit fühlst, habe ich noch etwas ganz Besonderes, denn zusammen mit der Universität des Saarlandes habe ich einen kompletten C1-Kurs entwickelt, in dem du nicht nur deine Lese- und Hörkompetenzen, sondern auch deine Schreibfähigkeiten sowie deine mündliche Kommunikationsfertigkeit auf ein ganz neues Niveau bringen wirst. Die ganz motivierten Deutschlerner können beide Kurse kombinieren, um die schnellsten und größten Fortschritte zu machen. Tausende Teilnehmer bringen mit meiner Hilfe ihr Deutsch auf das nächste Niveau und du kannst das auch schaffen. Ich freue mich riesig, das mit dir gemeinsam in Angriff zu nehmen. Wenn du Fragen hast, schreib mir jederzeit und ich versuche dir weiterzuhelfen. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss, viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Video des Workshops 2023, dein Weg zur B-Grammatik und zu C1 in Deutsch.